Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe vor langer Zeit mal darüber gesprochen, dass ich meine Depeche Mode Sammlung mal zeigen werde. Das Ganze wird allerdings auch ein Zweiteiler, weil ich sehr viele Depeche Mode Platten habe. Das heißt, wir gucken uns heute die LPs an, die ich besitze, und wir gucken uns die Singles an, die ich besitze. Es sind schon viele, aber es sind nicht bei Weitem alle Depeche Mode Platten, weil es gibt Massen an Depeche Mode Platten. Gerade das nächste Video werden komplett alle Vinyl Maxis und da gibt es alleine so viele Varianten und ja, coole Sachen, dass wir heute mit den Singles und den LPs starten. Und ich muss dazu sagen, ich bin ein Depeche Mode Fan der, wie mag man es nennen, Alan Wilder Ära. Das bedeutet, nach Songs of Faith and Devotion hörte für mich der Depeche Mode Hype ein wenig auf, weil ich fand, dann waren nur noch wenig gute Songs auf den Platten, so wie It's No Good und sowas. Das waren ein paar coole Songs, aber es kam, finde ich, von Mode nicht mehr so richtig geniale Sachen wie im Prinzip zur Violator-Zeit, wo Depeche Mode am Höhepunkt war. Und ja, wir gucken uns gleich die Singles an und das Ganze nach dem Intro. Ja, kurz nochmal vorab, kleines Vorwort. Depeche Mode 1990, Violator Tour in Hamburg. Ich als 16-jähriger Bub mit dabei. Und da hat sich ein bisschen meine Kiss- und Heavy-Metal-Welt gedreht. Und ich war plötzlich im Synthie-Pop gefangen. Was von Depeche Mode weiterging zu Bands wie Front 242, Nitzer Ebb, über Bands, die dann waren Division, Wumpscut, End One und all diese Sachen, Instrument Confidence, also völlig komplett in die Gothic-Elektro-Szene reingerutscht, selber lange Musik in dieser Szene gemacht. Ich habe meine eigene Platte da mal gezeigt in einem Video und weil ich mir mal von meiner Mucke habe eine Platte machen lassen. Ja, und da war ich so ein bisschen lange in dieser Elektro-Szene gefangen, bin heute noch ein großer Fan. Höre immer noch gerne Bands wie VMB Nation, Depeche Mode, die alten Sachen immer noch gerne. Front 242 zählt zu meinen All-Time-Favorites Elektro-Bands. Und habt ihr ja schon gesehen, ich habe einige Scheiben von denen, auch schon ein Video dazu gemacht. Also ja, 1990, Hamburg, das Konzert veränderte so ein bisschen mein Leben. Kiss ist ein bisschen zurückgetreten und kam 1996 dann ja mit dem Knall wieder. Ab da hat sich's wieder so ein bisschen gedreht und es ging dann doch wieder mehr Richtung Metal, Kiss und die Elektro-Sachen sind wieder ein bisschen zurückgetreten. Mittlerweile bin ich wieder ein kompletter Metalhead und höre trotzdem immer noch sehr gerne Elektromucke, aber nicht mehr so viel wie in der Zeit ab 1990. So, jetzt viel gelabert, kommen wir zu den Singles. Da haben wir Depeche Mode, Blasphemous Rumors und Somebody. Es ist auch noch dabei Told You So und Everything Counts. Das ist eine eine Single, auf der 4 Tracks drauf sind. Ist ungewöhnlich für eine Single. Da seht ihr sie, das typische Mute-Label drauf. Und ja, sehr guter Zustand von der Single. Habe ich immer mal auf Flohmärkten geschossen, die Sachen. Fast kaum eine Platte habe ich eigentlich im Laden gekauft, außer 2 Neupressungen. Dann haben wir, ich gehe nicht chronologisch vor, ich gehe einfach irgendwie querbeet durch. People Are People, Erstauflage, rotes Vinyl. Und wir haben noch In Your Memories drauf. Das Ganze im roten Vinyl, hier mit großem Loch. Ja, auch schöner Zustand, sieht gut aus das Ding. People Are People habe ich dann natürlich auch noch in einer Fassung ohne roten Vinyl. Da seht ihr es, schwarzes Vinyl, Mute-Label wieder. Dann geht es weiter mit Shake the Disease. Auch hier Erstauflage im roten Vinyl. Super schöner Zustand. Hat wirklich nur ganz wenig Blessuren. Und ja, hier allerdings ein ganz kleines bisschen angekratzt, das Label. Ansonsten die Hülle sehr schön. Dann kommen wir zu dem Song, der so ein bisschen auch, ja, dann für mich der Song war, der ja auch komplett alles verändert hat. Nach der Violator-Platte Everything Counts habe ich dieses Live-Video gesehen, was ich mir dann vor dem Konzert in Hamburg angeguckt habe und war begeistert von diesem Live-Video-Mitschnitt aus diesem 101-Video, was es gab.
und absolut genial, wie sie da im Prinzip in diesem Rose Bowl Stadium abgehen. Ich war einfach nur beeindruckt und dann das Violator-Konzert kurz danach war echt ein Knaller. Wir haben hier Little 15. Da ist noch mit drauf, ist Diana, heißt das Lied. Ist, glaube ich, nur ein Instrumental gewesen. Ja, die ist leider nicht mehr ganz so schön im Zustand, aber habe ich auch mal günstig schießen können. Deswegen habe ich sie natürlich mitgenommen. Hier ein absoluter Knaller-Song, Depeche Mode, Stripped. Das Ganze kommt mit But Not Tonight, auch ein Hammer-Song, wie ich finde. Also da zwei meiner Mit-Lieblingssongs auf dieser Single drauf. Auch wieder mit hellblauen Mute-Label. Und hier kommt noch eine, da war ich auch sehr froh, die auf dem Flohmarkt geschossen zu haben. Depeche Mode, See You, auch in einer wirklich sehr schönen Qualität. Und da ist ein schwarzes Mute-Label drauf, da seht ihr es. Und da haben wir nicht nur See You drauf, sondern Now This Is Fun. Ja, das waren schon die Singles. Ihr seht, so viele besitze ich gar nicht. Es gibt noch wesentlich mehr. Deswegen gehen wir über zu den LPs. Ja, starten wir mit den Langspielplatten sozusagen, mit den Alben. Ich gehe nicht chronologisch vor, wir starten einfach mit Some Great Reward. Das Ganze kommt im farbigen Vinyl. Wenn ich chronologisch vorgehen würde, hätten wir hier natürlich Speak and Spell als erstes. Speak and Spell leider besitze ich gar nicht auf Vinyl. Werde ich mir irgendwann nochmal als Neupressung holen. Kommt hier mit Original Inner Sleeve und dann seht ihr schon das Witzige an dem Ding. Es steht farbiges Vinyl drauf, es ist aber nicht farbiges Vinyl drin. Ich habe die mal auf dem Flohmarkt geschossen und es war eine andere Version drin. Ich denke mal, ja, da wurde irgendwas mal falsch gepackt und ich habe sie dann im schwarzen Vinyl gehabt. Normal ist es, glaube ich, eine graue Scheibe, die da drin ist. Ja, aber wo eine Some Great Reward ist, ist auch eine zweite Some Great Reward. Und das war vom selben Verkäufer damals auf dem Flohmarkt, kommt auch wieder mit der Innenhülle. Und hier ist jetzt das Original Vinyl drin. Deswegen habe ich damals die andere behalten, weil die ja auch ein komplett anderes Label hat. Und hier seht ihr es, ist das graue Vinyl drin. Da habe ich mich damals ein bisschen gefreut und dachte mir, okay, komm, behältst du beide. Auch wenn wahrscheinlich die Außenhülle nicht die richtige für die Platte ist. Aber egal, ich habe sie beide jetzt behalten und ja, bin froh, dass ich sie in meiner Sammlung habe. Gehen wir zu Construction Time Again. Das nächste Album von Depeche Mode. Hier sind natürlich Everything Counts drauf, Told You So, Love in Itself. Ansonsten finde ich, ist es nicht das beste Album von Depeche. Ich war nie so ein großer Fan von Some Great Reward und auch nie ein großer Fan von Construction Time Again. Aber hier seht ihr schon, Zustand geht so, sind ein paar Schlieren durchs Waschen drauf. Ansonsten, ja, schwarzes Vinyl und Original-Innenhülle ist natürlich auch dabei. Die zeige ich euch der Vollständigkeit halber natürlich auch. So ein bisschen dünner, auch schon gefüttert innen mit so ja, etwas Kunststoffbeschichtung. Sieht auch richtig gut noch aus fürs Alter, also da kann man nicht meckern. Ich habe all die Platten nicht im wirklich tadellosen Zustand, das muss man auch dazu sagen. Es sind alles Flohmarktkäufe, die ich im nicht so super Zustand habe. So, jetzt kommen wir zu einer Compilation und das ist die The Singles 81 bis 85. Auch da seht ihr oben kleiner Abriss, Cover ist schon sehr, sehr schmuddelig. Es ist ein Gatefold, da haben wir ein paar schöne Fotos drin von Mode. Hinten sieht das Ganze so aus und wir haben da eine Scheibe drin. Die kommt natürlich auch wieder im schwarzen Vinyl mit Mute-Label, da seht ihr es. Und das Ganze habe ich in meine eigene Hülle reingepackt, weil hier jetzt keine extra Hülle mit drin war. Ich weiß nicht, ob die Platte irgendwie eine farbige Innenhülle hat. Wer da mehr Ahnung hat, gerne reinschreiben. Kommen wir zu einem richtig guten Album, wie ich finde, und zwar ist hier Music for the Masses. Ein cooles Album, das Cover ist so, ja, ein bisschen stumpf, so ein komisches Papier. Ja, da ist Never Let Me Down Again drauf, Strange Love, Little 15, Behind the Wheel, To Heaven to Hold, Nothing. Es ist ein geniales Album, kann man nicht anders sagen. Ich finde es mega gut.
Und ja, innen haben wir, und das ist das Besondere, die blaue Vinyl-Variante. Ist ein bisschen teurer, hat leider einen fetten Kratzer drauf, aber auch die habe ich auf dem Flohmarkt geschossen, war ich natürlich auch begeistert, dass es das blaue Vinyl war. Die ist nämlich schon ein bisschen teurer und ja, gesuchter. So, dann kommen wir nochmal zu Music for the Masses. Und ja, warum habe ich die behalten? Sie ist fast noch original eingeschweißt, an der Seite aufgeschnitten und hat einen Toursticker mit drauf. Das ist auch sehr, sehr cool. Da seht ihr es, das sind Deutschland-Termine. Damals auch in der Sporthalle gewesen, 87 in Hamburg, Alsterdorfer Sporthalle. Sehr genial. Dann haben wir hier auch das Rückencover und das Ganze kommt natürlich auch, und das war das Lustige, auch im blauen Vinyl. Also da habe ich wirklich einen absoluten Jackpot gezogen. Auch diese Platte hatte ich damals von einem Flohmarkt, wo all diese Platten lagen. Ich habe reingegriffen, habe den ganzen Stapel rausgezogen, den Verkäufer gefragt, was er dafür haben will. Er hat mir einen extrem guten Preis gemacht und ich hatte irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 30 Depeche Mode Platten auf einen Schlag. Doppelte Sachen habe ich mittlerweile verkauft. Ich habe mir das Beste rausgesucht und habe die besten dann ja für mich behalten. Kurz mal ein kleiner Abstecher in Single-Arbeiten, also Solo-Arbeiten, nicht Single, sondern Solo-Arbeiten. Und zwar haben wir der Martin Al Gore Counterfeit EP. Da finde ich, stechen die Songs raus In a Manner of Speaking, Gun und ich glaube, das war's. Ich glaube, das sind die beiden Lieder, die wirklich rausstechen auf dieser Scheibe und finde ich absolute Knaller-Songs sind. Innen drin kommt das Ganze mit einer bedruckten Innenhülle, schwarzes Vinyl und von der Seite haben wir die Texte drauf. Schöne Scheibe, besonders diese beiden Lieder sind wirklich absolute Highlights, finde ich. Und hört sich total nach Depeche Mode an, kann man nicht anders sagen. Depeche Mode 101. Den Film habe ich geliebt, ich habe ihn 1000-mal auf VHS geguckt. Ich fand es einfach genial, gerade die ganzen Live-Mitschnitte. Das Ding kann man aufklappen, da seht ihr es, innen drin ein schönes Foto. Dann kann man das Ganze hier rausziehen. Da kommt dann so eine dicke Hülle mit weiß-schwarzes Vinyl, ich hole die jetzt nicht raus, mit Label in hellblau wieder. Dann das Ganze nochmal in einer schwarzen Innenhülle, auch mit blauem Label. Und wir haben hier ein Booklet drin. Und das ist natürlich immer was ich sehr, sehr gerne mag. Da seht ihr schon die Fotos, die Anton Corbijn damals geschossen hat von dieser Tour. Absolut genial. Hier Alan Wilder, leider nicht mehr in der Band. Dann Andrew Fletcher, leider verstorben vor kurzem. Also vor kurzem, ich weiß gar nicht, ist auch schon wieder 3-4 Jahre her. Ich weiß nicht, also es ist schon wieder ein bisschen länger her. Auf jeden Fall, ja, sehr schade, dass 2 Mitglieder schon bei Depeche Mode nicht mehr dabei sind. Vince Clarke war ja damals auch ganz am Anfang mit dabei. Das Booklet wirklich, ja, richtig, richtig schön. Gefällt mir die Scheibe. Schönes Ding, ist natürlich ein Live-Vinyl und auf jeden Fall ein Kauf wert. Ja, kommen wir zu dem Album, was, ja, finde ich, der absolute Kracher ist. Das ist wie von Kiss, Destroyer für mich so ein bisschen das Meisterwerk ist von Depeche Mode, Violator. Die Scheibe, ich finde das Cover genial mit der Rose. Das Album hat absolut keinen Ausfall-Song. Die Songs sind absolut genial. World in My Eyes, großartig. Sweetest Perfection, großartig. Personal Jesus, Halo, einer meiner absoluten Lieblingssongs. Waiting for the Night, einer, finde ich, auch der mit besten Songs, die Depeche Mode je gemacht hat. Enjoy the Silence, ja, ist wohl einer der größten Songs von Depeche Mode. Ich kann ihn mittlerweile nicht mehr so richtig hören, obwohl es ein Knaller-Song ist. Policy of Truth, absolut Hammer. Blue Dress, Clean, finde ich grandios. Das ist ein absoluter Knaller, ein Abschluss des Albums. Wahnsinn, das Ding ist durch und durch eine der besten Platten. Damals bei WOM gekauft, ihr seht es, 17,95 hat das Ganze gekostet, D-Mark, ne, muss man sich mal vor Augen halten. Dann haben wir hier die bedruckte Innenhülle, auch natürlich mit den Songs drauf und das Ganze natürlich im schwarzen Vinyl mit blauem Label.
Ja, und dann habe ich noch eine Violator. Ich habe sie einfach behalten. Ich habe überlegt, eine zu verkaufen, aber irgendwie ja, hat die eine den WOM-Sticker drauf, den ich nicht ablösen möchte, weil ich habe früher bei WOM in Hamburg mal eingekauft. Das ist irgendwie so nostalgisch für mich ein Highlight. Ich fand WOM grandios damals, geiler Plattenladen. Hier das Ganze nochmal ohne WOM-Sticker, ist dieselbe Scheibe. Und ja, ich habe sie einfach dann zweimal. Dann kommen wir zum nächsten Highlight von Depeche Mode und das ist natürlich Black Celebration. Hier vorne so ein bisschen embossed, diese Symbole auf der Platte, die so leicht nach vorne stehen, da könnt ihr es vielleicht gut sehen. Alles natürlich Originalpressungen, keine Nachpressung. Hier hinten ist es auch so ein bisschen embossed, sehr, sehr schön. Was soll man zu der Scheibe sagen? Für mich die zweitbeste von Depeche Mode. Black Celebration, Knaller-Song. Fly on the Windscreen, Hammer. Question of Lust, ein Hammer. Sometimes, mega Ballade. Dann A Question of Time, ein absoluter Knaller. Stripped, absoluter Knaller. World Full of Nothing, Dressed in Black, New Dress. New Dress ist für mich auch einer der großartigsten Songs mit von Depeche Mode. Ich liebe den Song. Und ja, Platte natürlich ein Highlight, muss man wirklich sagen. Ist der Top-Vorgänger von Violator. Schwarzes Vinyl mit blauem Label, da seht ihr es wieder, brauche ich nicht groß rausholen. Und hier haben wir die bedruckte Innenhülle, ja, auch sehr, sehr nett. Das waren die Originalpressungen. Jetzt kommen wir noch kurz zu zwei Nachpressungen. Also Neupressungen, wie mag man das nennen? Re-Release. Ja, kommen wir zu den Neuauflagen. Da habe ich natürlich auch Violator. Das Ganze kommt in so einen gummierten Cover und der Unterschied zu den normalen Pressungen ist, es ist ein Klappcover und das ist natürlich mega nice und das Innencover kommt auch in so einer gummierten Variante. Ist natürlich so ein 140 oder 180 Gramm Vinyl. Und das Besondere ist halt diese Gummierung. Ich hoffe wirklich, dass die länger hält, weil ja, mein PC auf Arbeit hat auch so eine Gummierung und die klebt mittlerweile ganz, ganz widerlich. Also ich hoffe, dass dieses Album lange durchhält und nicht irgendwann genauso klebt wie dieser PC. Kommen wir zum Finale sozusagen, Songs of Faith and Devotion. Für mich die Platte, wo Depeche Mode ja bei mir irgendwie aufgehört hat. Alles, was danach von Depeche Mode kam, war, finde ich, kein Highlight mehr. Es waren noch ein paar gute Songs dabei, aber die Alben waren für mich stellenweise wirklich, ich möchte es fast schon als schlecht bezeichnen. Sieht natürlich jeder anders. Ich bin Depeche Mode Fan der ersten Ära und ich nenne sie die Alan Wilder Ära, weil es ist einfach die Zeit, wo Depeche Mode für mich am besten war und die besten Songs gemacht hat. Danach baute es leider ab und ich besitze auch kein Album aus dieser Zeit, weil keines der Alben für mich durchhörbar ist. Da sind ein, zwei gute Songs drauf und der Rest ist wirklich einfach ja belanglos. Und das ist schade in irgendwie einer Sache, aber ja, ist leider so. Hier haben wir ein Klappcover. Songs of Faith and Devotion kommt mit einem bedruckten Innencover. Auf der einen Seite schwarz. Hier sehen wir die Songs. Da haben wir I Feel You, Walking in My Shoes, ein Hammer-Song. In Your Room, Hammer-Song. Rush, für mich einer auch mit der größten Songs von Mode. Ich liebe ihn. Und Higher Love, wirklich auch ein toller Song. Alles in allem ist die Platte wirklich, finde ich, gelungen. Auch wenn ein paar merkwürdige Songs drauf sind, so wie Condemnation, aber ich finde die trotzdem großartig. Ja, es ist eine Art 180 Gramm Vinyl, oder es ist 180 Gramm Vinyl. Labels sind bedruckt. Tolle Scheibe, kann man absolut nichts gegen sagen. Für mich gehört sie noch zu den großen Depeche Mode Scheiben. Damit sind wir auch durch mit dem Video. Schon mal vorab, lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da und ein Abo, würde mich tierisch freuen. Es geht weiter mit den 12-Inch Singles dann im nächsten Video. Die werde ich euch zeigen. Da habe ich einige. Das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, das Video. Und ja, Depeche Mode gehört zu meinem Leben dazu. Wie KISS auch. Letztendlich sind es die beiden großen Bands, die mich irgendwie begleitet haben. Mit auch Front 242 und Iron Maiden. Und Metallica, nicht zu vergessen. Ja, das sind so die Bands, mit denen ich wirklich eigentlich den größten Teil musikalisch meiner Zeit verbracht habe. Und ja, Songs of Faith and Devotion, für mich das Einläuten des Endes von Depeche Mode.
auch wenn es danach noch lange weiterging, aber ich finde, Depeche Mode sind leider nicht mehr dasselbe, was sie mal waren. Auch wenn man live sich das anguckt. Dave Gahan, früher ein charismatischer, cool tanzender, lächelnder Typ auf der Bühne. Heute guckt man ihn sich an und sieht so einen grimmigen, gesichtverziehenden Typen. Ich finde, es ist irgendwie nicht mehr dieselbe Person, die man auf der Bühne sieht, den ich damals halt wirklich fast vergöttert habe. Und ja, deswegen für mich Depeche Mode bis zu der Platte absolut genial. Danach leider nicht mehr. Und ja, was soll man sagen? Jeder sieht es anders. Ich bin Depeche Mode Fan der Alan Wilder Ära, der nach diesem Album ausgestiegen ist. Ich habe alles gesagt. Abo, Daumen und Kommentar natürlich da lassen. Das hilft dem Kanal, das freut mich. Wer mir helfen möchte oder mich unterstützen möchte, ich habe eine Kanalmitgliedschaft. Wer da sagt, hey, ich finde das cool, was du machst, ich unterstütze dich ein bisschen, kann das gerne machen, ist kein Zwang. Ist eine freiwillige Sache, wer das machen möchte, freue ich mich natürlich. Und ja, was bleibt mir anderes zu sagen als Keep on Rockin'. Tschüss.